Letzte Meilensteine für einen Starship-Start in der Woche vom 6. November. Starship 25 und Booster 9 absolvieren komplette Generalprobe für den zweiten voll integrierten Raketenstart. China beginnt mit Auswahl für internationale Besucher auf seiner Raumstation. Großbritannien bekommt eine ganze Axiom-Crew-Mission zur ISS. Russische Kosmonauten inspizieren Kühlleck an der ISS und kontaminieren ihre Ausrüstung mit giftigem Kühlmittel. Raketenstarts aus deutscher Nordsee schon im nächsten Frühjahr. ULA plant Erststart von Vulcan Centaur am Heiligabend mit Mondlander und Blue Origin stellt seinen neuen Mondlander öffentlich vor. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute in den Raumfahrt-News an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Bevor wir direkt zum Starship-Start kommen, hier im Schnelldurchgang die Raketenstarts der vergangenen Woche. Am Montag von Xicheng eine Langermarsch 2D mit Yaogan Erdbeobachtungssatelliten. Am Donnerstagmorgen von Jiuquan eine Langermarsch 2F mit der neuen Langzeitbesatzung für die chinesische Tiangong-Raumstation. Dazu später mehr. Von Plesetsk wurde für mich etwas unerwartet am Freitag eine Soyuz 2.1b mit einem russischen Militärsatelliten gestartet. Apropos Russland, letzte Woche hat sich ein ganz böser Fehler eingeschlichen. Das wurde natürlich von euch allen bemerkt. Klar, Juri Gagarin ist am 12. April 1961 als erster Mensch ins All geflogen und nicht 1962. Ich wollte euch nur testen. Kommen wir zum Starship. Das Wichtigste zuerst, aktuell deutet tatsächlich alles auf einen Starship-Start im November hin. Frühestmöglicher Termin dafür wäre dann Montag, der 6. November. Vielleicht schon mal für diese Woche eine Erinnerung in den Kalender schreiben. Aktuell ist die eingetragene Gefahrenzone für die Schifffahrt Marine Hazard Zone zwar eher ein Platzhalter, aber je näher das Datum rückt, ohne dass es eine Verschiebung oder eine Austragung gibt, desto wahrscheinlicher auch ein Start. Für eure Zeitplanung. Gewöhnlich beginnt in Texas der Arbeitstag nicht vor 6 Uhr morgens. Das wäre dann 14 Uhr bei uns. Wie lange dann Betanken und eventuelles Countdown-Anhalten dauert, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber dank der Wet Dress Rehearsal von dieser Woche haben wir ein paar Indizien, wie das ablaufen könnte. Am Sonntag, den 22.10., da wurden auf dem Startplatz in Boca Chica einige Systemtests durchgeführt. Dabei wurden relativ kurz hintereinander die Tanks von Booster 9 teilbefüllt, was man auch sehr gut an den Eismarken außen am Booster sehen konnte. Da das Ship Engine Chill Vent auch ein bisschen vor sich hingedampft hat, muss auch die Ship 25 Oberstufe an dem Test beteiligt gewesen sein, auch wenn keine Eismarken an der Außenhaut des Ships zu sehen waren. Auch das Feuerunterdrückungssystem wurde getestet und soll jetzt deutlich mehr Wumms haben als bei den Tests noch im Sommer. Das System wurde nötig, nachdem die Booster 7 Raptoren sich beim ersten voll integrierten Flugtest am 20. April metertief in die verstärkte PET-Betondecke gefressen hatten. Soweit ich weiß, gibt es für das System noch keine Genehmigung und das Verteilen von tonnenweise Industriewasser in einem Naturschutzgebiet, das steht unter Strafe. TJ von What About It äußert den Verdacht, dass man bei SpaceX eine eventuelle Strafe einfach in Kauf nimmt, da eine Verzögerung des Programms teurer wäre als eine Strafe. Ja, lieber nachher um Verzeihung bitten als vorher um Erlaubnis fragen. Nicht gerade die feine Art, aber nicht ganz untypisch für Elon Musk Unternehmen. Die Neubewertung der Umweltverträglichkeit, die für eine Starterlaubnis der FAA ja notwendig ist, liegt aktuell beim Fish and Wildlife Service. Mein Kumpel Adrian von NASA Spaceflight teilte dazu auf Twitter eine aktualisierte Erklärung des Fish and Wildlife Service zum Starship-Start. Danach hat das FWS am 19. Oktober die Konsultation mit der FAA bezüglich des Endangered Species Act wieder aufgenommen. Für eine Stellungnahme würden zwar 135 Tage Zeit zur Verfügung stehen, aber man gehe nicht davon aus, dass es so lange dauern wird. Technisch gesehen ein sehr gutes Zeichen, dass SpaceX wirklich vor der Fähigkeit eines erneuten Starts steht. Am Dienstagnachmittag Ortszeit haben Starship 25 und Booster 9 eine komplette nasse Startgeneralprobe absolviert. Bei diesem Test wurden Booster und Ship laut SpaceX mit 10 Millionen Pfund, also über 4.500 Tonnen Treibstoff befüllt. Bei diesen Vorabtests werden alle Systeme und Prozeduren so durchlaufen, als gäbe es tatsächlich einen Raketenstart. Nur die Zündung der Triebwerke, die wird ausgespart. So wurden unter anderem auch das Deluge System, also das System, was dann das Feuer unterdrücken soll, und das Fire-X-System unter dem Starttisch getestet. Das Fire-X-System, das wurde notwendig, nachdem sich unter Booster 7 bei einem Spin-Prime-Test im letzten Jahr Methan gesammelt hatte und dessen Entzündung dann in eine ungeplante Explosion gemündet ist. Dieses Fire-X-System, das wird nur wenige Sekunden vor der Triebwerkszündung gestartet, ist also für uns ein sehr guter Indikator, dass es wirklich losgeht. Die gesamte Wet Dress Rehearsal dauerte übrigens knapp 90 Minuten, was sich in etwa mit der Zeit von Booster 7 und Ship 24 deckt. Die Tankfarm wurde zwar mit Pumpen und Rekondensern deutlich erweitert, aber offensichtlich will SpaceX hier die Geschwindigkeit des Betankens und Endtankens noch nicht deutlich erhöhen.
Okay, aber was muss denn jetzt noch alles passieren vor einem Start? Natürlich stecken wir nicht in allen Prozessen drin, aber wenn wir von einem potenziellen Start rückwärts gehen, muss natürlich eine Startlizenz von der FAA erteilt sein, bevor da irgendwas passiert. Und das wird auch öffentlich kommuniziert. Das Startgebiet muss weiträumig evakuiert sein, was durch ebenfalls öffentliche Evakuierungsbenachrichtigungen geschieht. Vorher werden die Straßensperren vom Sheriff ebenfalls öffentlich angekündigt und das auch Tage im Voraus. Diese werden eher aufgelöst, als dass kurzfristig welche hinzukommen. Mehrere Straßensperren an aufeinanderfolgenden Tagen sind auch ein gutes Indiz für primäre und sekundäre Starttermine. Ja, aufwendiger als der Hinweis an den Schiffverkehr sind die temporären Flugverbotszonen sowohl auf amerikanischer als auch mexikanischer Seite, die aber auch öffentlich vorab angekündigt werden und im Zweifelsfall aufgelöst werden. Ja, und natürlich muss sich die Rakete voll montiert auf dem Startplatz befinden, auf dem Starttisch. Am Donnerstag, den 26. Oktober, wurde das Ship 25 übrigens wieder von Booster 9 heruntergenommen. Auch das kann ein gutes Zeichen sein. Vor einem Start erhalten sowohl Booster als auch Ship eine Ladung Sprengstoff. Mit diesem in den USA vorgeschriebenen Flight Termination System wird dann eine außer Kontrolle geratene Rakete notfalls gesprengt. Das lief beim letzten voll integrierten Flugtest am 20. April ja nicht so nach Plan und es dauerte fast eine Minute, bis die Rakete letztlich auseinanderriss und explodierte. Mittlerweile wurde auch der offene Hot-Staging-Ring von Booster 9 genommen. Was hier die Ursache ist, das können wir nur mutmaßen. Parallel zu den Startvorbereitungen, die uns natürlich am brennendsten interessieren, baut SpaceX weiter wie besessen die Produktionsanlagen für das Starship aus. Industriell gefertigt sollen hier einmal mehrere Starship pro Woche die Halle verlassen. So zumindest das kommunizierte Ziel von SpaceX. Für alle Mondfans absolut ein gutes Zeichen. Das HLS-Mockup für das Artemis-Programm wurde die Woche bewegt. Vielleicht sehen wir ja wirklich bald Hardware von innen oder wenigstens Renderings, die zeigen, wie SpaceX sich die Mondlandung mit NASA-Astronauten vorstellt. Unglaublich, was da in einer regulären Woche in der Starbase in Südtexas so passiert. Langweilig wird's da, glaube ich, keinem. Und das bringt uns zu unserem heutigen Sponsor AG1. Ja, mein Leben, das war in den letzten 2 Jahren extrem aufregend. Hoffentlich nicht für euch sichtbar, kam ich auch an meine Grenzen. Richtig im Griff habe ich das auch erst wieder, seit ich meinem Leben durch Routinen eine klare Struktur gegeben habe. Kernpunkte darin: genug Schlaf einplanen, jeden Tag Sport und jeden Tag genug trinken. Daran muss ich mich tatsächlich mit einer App erinnern, weil ich das sonst über den Tag vergesse. Ja, durch eine Werbepartnerschaft im Frühjahr kam AG1 dazu. Ich trinke jeden Morgen nach meinem ersten Kaffee AG1. Ich mag es am liebsten mit Maracuja-Saft statt Wasser, auch wenn ich AG1 eigentlich gut so trinken kann. Mit AG1 fühle ich mich energiegeladen, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Gerade in der für mich sehr wichtigen Vormittagsproduktivitätsphase kann ich so klar und konzentriert die größten Frosche auf meiner To-Do-Liste wegballern. Ich möchte euch dafür sensibilisieren, dass Sport und ausgewogene Ernährung nicht durch AG1 ersetzt werden können. AG1 unterstützt mich aber jeden Tag mit wichtigen Nährstoffen. Ich mag auch die Idee, dass aufeinander abgestimmte, hochwertige, natürliche Rohstoffe meinem Körper grundsätzlich ein gutes Angebot an Inhaltsstoffen bieten und ich nicht irgendwelche Pillen einwerfen muss. Gerade auf Dienstreisen im Alltagsstress hilft AG1 mir dabei, meine Nährstoffaufnahme zusätzlich zu unterstützen. Für mich als Sonnenanbeter während der dunklen Jahreszeit auch wichtig: bei Abschluss eines monatlichen Abos, das du natürlich jederzeit kündigen kannst, erhältst du einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Link ist unter dem Video. Mit einer Langmarsch 2F und einem Shenzhou 17 Raumschiff sind 3 neue Astronauten zur chinesischen Raumstation gestartet. 6,5 Stunden nach dem Start am Donnerstagmorgen hat das Shenzhou 17 Raumschiff dann an der Tiangong Raumstation am vorderen Dockingport angedockt. Shenzhou 17 ist Chinas 6. Crewmission zur Tiangong Raumstation. Die Astronauten, die werden Wartungsarbeiten und wissenschaftliche Experimente durchführen. Die Mission, die ist jetzt für 6 Monate geplant und soll dann von Shenzhou 18 abgelöst werden. Bisher waren nur chinesische Astronauten auf der Tiangong Raumstation. Es soll aber bereits dieses Jahr die Auswahl internationaler Astronauten für einen Besuch auf der Station erfolgen. Ich hatte hier schon öfter darüber berichtet, dass China vor 2030 eine Crew auf den Mond bringen möchte. Und aktuell bin ich mir fast sicher, die bekommen das auch hin. Wie diese Woche bekannt gegeben wurde, ist jetzt Weißrussland der von China geführten Mondinitiative beigetreten. Neben Weißrussland sind auch Pakistan, Aserbaidschan, Russland, Venezuela und Südafrika Teil der Initiative. Ich denke, man erkennt hier die neue Blockbildung zwischen dem US-geführten Artemis-Programm mit Indien auf der einen Seite und China mit Russland auf der anderen Seite. Großbritannien bekommt eine eigene Weltraummission. Wie der Guardian diese Woche berichtet, werden 4 britische Astronauten ins All fliegen.
Die britische Weltraumagentur führt diese Mission in Zusammenarbeit mit Exim Space durch. Die wollen ja auch eine eigene Raumstation mal perspektivisch bauen und führen unter anderem Flüge mit SpaceX Crew Dragon durch. Diese rein britische Mission wird voraussichtlich 200 Millionen Pfund kosten und soll interessanterweise nicht mit Steuergeldern finanziert werden. Tim Peake, der letzte britische ESA-Astronaut, der ins All geflogen ist, soll die Mission leiten. Der Rest der Crew, der ist noch nicht bekannt, aber der Verdacht liegt nahe, dass es sich um die 3 britischen Staatsbürger handeln könnte, die 2022 ja von der ESA als Reserveastronauten ausgewählt wurden. Das wären dann Rosemary Coogan und Megan Christian sowie der paralympische Athlet John McFall. Er könnte der erste Para-Astronaut überhaupt im All werden. Bei der letzten Astronautenauswahl wurden ja mit Amelie Schönwald und Nicola Winter 2022 auch 2 deutsche Staatsbürgerinnen von der ESA in die Astronautenreserve berufen. Mein letzter Stand war da, dass es nur am Geld liegt, dass die nicht fliegen. In Großbritannien hat man das Problem wohl mit privatem Geld gelöst. Also wenn ich zu viel Geld hätte, würde ich mir ja eher einen Astronautenkader zulegen als eine Fußballmannschaft, aber das ist vermutlich Geschmackssache. Die Einführung des Boeing Starliners für das Commercial Crew Programm der NASA als Gegenstück zu SpaceX Crew Dragon gestaltet sich weiter holprig. Das Programm wurde zu einem Festpreis abgeschlossen und alle Verzögerungen und Fehler verschlechtern so die Bilanz von Boeing. Auf 1,7 Milliarden Dollar soll sich der Verlust des Starliner-Programms allein im Jahr 2023 belaufen und es ist ja noch nicht ganz vorbei. Wie übrigens Eric Berger von Ars Technica berichtet. Der berichtet weiter, Boeing habe keine neuen Festpreisverträge mehr abgeschlossen seitdem und wolle das auch zukünftig nicht mehr tun. Aktuell hängt das Starliner-Programm laut NASA am sprichwörtlichen seidenen Faden, genauer an den Leinen für die Fallschirme. Ein neuer Satz Fallschirme soll bis Ende diesen Jahres geliefert und am Starliner installiert werden. Unabhängig davon plant das Team auch einen Falltest der aktualisierten Fallschirme des Starliners. Ja, der Falltest, der ist für Anfang 2024 geplant. Ich hatte darüber berichtet, an der ISS ist es erneut zu einem Leck an russischer Hardware gekommen. Genauer, es ging um einen Ersatzradiator am Nauka-Modul. Während eines Außenbordeinsatzes wurde das Leck jetzt von 2 russischen Kosmonauten inspiziert. Dabei hat das giftige Ammoniak-Kühlmittel, das aus dem Leck ausgetreten ist, eines der Halteseile kontaminiert und sich in der Schwerelosigkeit alleine durch die Oberflächenspannung als Blase an einer Außenleitung gesammelt. Wie es überhaupt zu dem Leck im Kühler kommen konnte oder dem Radiator, ist weiter unklar. Während des Ausstiegs berichteten die Kosmonauten von einer Vielzahl unregelmäßiger Löcher im Radiator. Letzte Woche wegen des Space Creator Days untergegangen. Deutschland soll einen eigenen Raketenstartplatz in der Nordsee bekommen. Die German Offshore Spaceport Alliance, kurz GOSA, ein Industriekonsortium um die Bremer OHB, hat auf dem BDI Weltraumkongress in Berlin ihre erste Demomission für Anfang 2024 angekündigt. Noch nicht in den Weltraum, sondern suborbital bis maximal 50 Kilometer Höhe, aber aus deutschen Gewässern. Mit diesen Starts möchte die GOSA die Machbarkeit eines Raketenstarts von einer schwimmenden Plattform in der Nordsee demonstrieren. Während der ersten 2-wöchigen Demokampagne sollen bis zu 4 Raketen mit einer maximalen Länge von 7 Metern starten. Unter anderem mit dabei Copenhagen Suborbitals, eine private Initiative für suborbitale Flüge mit einem Menschen. Ja, und das Space Team Aachen von der RWTH. Das studentische Space Team Aachen, das ich in Berlin auch kennenlernen durfte, entwickelt unter anderem Hybridraketen und mit dem Projekt Hopper einen Technologiedemonstrator für das propulsive Schweben und das Landen von Raketen. Bevor du beim Wort suborbital wegdriftest, die GOSA plant auch Orbitalstarts. Das Schiff, das gibt's schon und das Konzept sieht vor, die Rakete mit integrierter Nutzlast mittels seefestem Container auf das Schiff zu rollen. Das Schiff, das fährt dann zum Startplatz nördlich von Helgoland und dort wird dann bei passendem Wetter gestartet. Potenziell kann man von dem geplanten Startpunkt sehr gut in polare Orbits einsteuern, die ja besonders wichtig für den New Space und die Erdbeobachtung sind. Naja, ohne dabei in der kritischen Startphase bewohntes Gebiet überfliegen zu müssen. Ganz interessant für polare Orbits ist ein Startplatz in Äquatornähe, so wie Kourou, sogar energetisch im Nachteil gegenüber Startplätzen in sehr nördlichen oder sehr südlichen Breiten. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum aus Neuseeland so viele Raketen starten bzw. gestartet sind bis zum Elektron-Fehlstart am 19. September. Was da die Ursache war, das ist noch nicht öffentlich bekannt. Die Untersuchung des Fehlstarts soll aber laut Rocket Lab in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Rocket Lab bereitet sich aktuell darauf vor, seinen Electron Microlauncher noch vor Jahresende wieder in Betrieb zu nehmen. Im europäischen Raumhafen in Kourou, Französisch-Guyana, wurde eine nasse Generalprobe der Ariane 6 durchgeführt. Die Ariane 6 wurde betankt und anschließend entleert. Der Test hat laut ESA über 30 Stunden gedauert, wobei 3 Teams in Schichten von jeweils 10 Stunden gearbeitet haben.
Das Ziel dieses Tests war es unter anderem, die Robustheit des Startsystems zu verbessern und Notfallsicherheitsverfahren zu testen, wie die Unterbrechung eines Countdowns aufgrund von simulierter Anomalien. Als nächster großer Meilenstein soll dann das Haupttriebwerk der Ariane 6 über 8 Minuten lang gezündet werden und die Anomalie mit der Schubvektorsteuerung geklärt werden, die ja während des letzten Hauptstufentests entdeckt wurde. Apropos Ariane 6. Vor etwa einem Jahr hatte die Ankündigung der Ariane Group von einem Frachttransporter für die Ariane 6, der auf zukünftigen Raketen auch Crew transportieren könnte, kurz die Runde gemacht. Jetzt sind Bilder eines verkleinerten Susi-Prototypen aufgetaucht. Mal sehen, was das gibt. Unterdessen möchte die italienische Firma Avio ihre Vega-Raketen unabhängig von Ariane Space und ESA, aber mit massiver Unterstützung durch den italienischen Staat vermarkten. Im September hatte das italienische Verteidigungsministerium bei der Internationalen Fernmeldeunion übrigens Lizenzen für knapp 20.000 Satelliten beantragt. Auch noch nicht in den Orbit geschafft hat es die RS-1 des US-Raketen-Startups ABL Space. Wenn wir uns die aktuellen Bilder anschauen, die das Unternehmen auf seiner Website veröffentlicht, scheint ABL weiter an einem erneuten Startversuch von Kodiak Alaska noch in diesem Jahr zu arbeiten. Die RS-1, die soll bis zu 1 Tonne in einen niedrigen Erdorbit befördern können. Der Erststart der RS-1 im Januar diesen Jahres war ja fehlgeschlagen. Eine verbesserte RS-1 und ein neues Startsystem wurden jetzt in Kalifornien getestet und stehen laut ABL kurz vor dem Transport nach Alaska. Das Startsystem soll ein Mitgrund sein, warum der Erststart fehlgeschlagen ist. Noch ein Nachtrag zu den News der letzten Woche. Es sind nämlich mehr Details zum indischen Startabbruchtest bekannt geworden. Indien entwickelt ja eigene Fähigkeiten für den Crew-Transport und möchte 2025 das erste Mal mit einem Menschen starten. Am 21. Oktober wurde eine Testrakete gestartet, um das Startabbruchsystem während des Aufstiegs zu erproben. Dieses etwas eigenwillig aussehende Testfahrzeug startete eine Testversion des Gaganyaan Crew-Moduls und des Crew-Escape-Systems und das trennte sich dann 61 Sekunden nach dem Start in einer Höhe von 12 Kilometern und das bei Schallgeschwindigkeit von der Trägerrakete. In 17 Kilometern Höhe und mit immerhin noch 550 Kilometern pro Stunde wurde die Kapsel dann vom Startabbruchssystem gelöst. In 2,5 Kilometern Höhe lösten dann die Fallschirme aus und die Crewkapsel landete weich im Golf von Bengalen und wurde von der indischen Marine geborgen. Die United Launch Alliance, kurz ULA, plant den Erststart ihrer Vulcan-Rakete an Heiligabend. Auf den Tag genau 2 Monate vorher, jetzt am 24. Oktober, hat die ULA bekannt gegeben, dass der Start für den 24. Dezember von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida geplant ist. Bei diesem ersten Start der Rakete wird der Peregrine Lander, das ist ein kommerzieller robotischer Mondlander von Astrobotic, gestartet. Laut ULA-CEO Tory Bruno wurde das Startdatum dabei von Peregrine festgelegt. Der fliegt nämlich zum Mond Südpol, wo die Lichtverhältnisse schwierig sind und eine Landung nur an wenigen Tagen gut möglich ist. So ist das Startfenster auf wenige Tage im Monat beschränkt. Aktuell laufen die Vorbereitungen für diesen Start planmäßig. Der Peregrine Lander, der wartet auf grünes Licht für den Versand an ULA, für dann die finale Integration vor dem Start. Die Einführung der Vulcan Centaur Rakete war durch Entwicklungsprobleme des BE-4-Triebwerks von Blue Origin stark verzögert. Zusätzlich wurde das Programm durch einen unbeabsichtigten explosiven Test Anfang dieses Jahres an einem Oberstufenteststand belastet. Apropos Mondlander, die japanische Regierung gewährt iSpace umgerechnet etwa 80 Millionen US-Dollar, um die Entwicklung eines neuen Mondlandegeräts zu unterstützen. Der Zuschuss, der ist Teil eines Programms der japanischen Regierung zur Finanzierung von innovativer Forschung und Entwicklung. Der privat entwickelte Hakuto Airlander von iSpace, der war im April nach einem Softwarefehler auf dem Mond hart aufgeschlagen. Apropos Blue Origin, die Raumfahrtfirma des Amazon-Gründers Jeff Bezos hat ein Mock-up seines Mondlanders vorgestellt. Das ursprüngliche Design hatte gegen das Starship in einer NASA-Ausschreibung verloren, ja auch weil die NASA nicht genügend Budget bekam, um wie geplant 2 private Mondlander für das Artemis-Programm auszuwählen. Das jetzt auch mit Foto vorgestellte Mock-up, also nicht nur Rendering, stellt den Blue Moon Mark I Lander dar. Er soll mit der New Glenn-Rakete starten und sehr präzise Fracht zu jedem Punkt auf den Mond bringen können. Ganz spannend, dass es auf dem Mond perspektivisch ähnliche Probleme wie auf der Erde geben wird. Die Internationale Fernmeldeunion ITU hat auf die wachsende Nachfrage nach Funkfrequenzen für Aktivitäten auf und um den Mond hingewiesen. Das Thema Mondfunk könnte auf, Achtung Wortwitz, der Weltfunkkonferenz 2023, also nicht Mondfunkkonferenz, auf der Tagesordnung erscheinen. Der neue Wettlauf zum Mond, diesmal um zu bleiben, geht gerade erst los. Ist mit Sicherheit sinnvoll, jetzt schon über Regularien des Funkspektrums auf und um den Mond nachzudenken. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster.
Näher dran als der nächste Starship-Start sind noch die Starts der kommenden Woche. Im Schnelldurchgang am Mittwoch ein langer Marsch 4C-Start von Taichuan und am Donnerstag erst das suborbitale Spaceship 2 von Virgin Galactic und dann wahrscheinlich eine Falcon 9 mit Starlink-Internetsatelliten. Hier geht wieder ein riesen Dankeschön an alle Schutzengel, die Senkrechtstarter regelmäßig monetär unterstützen. Ohne euch, da würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Hier noch einmal die Erinnerung an unseren heutigen Sponsor AG1. Link ist unter dem Video. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.